Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese Herzchen und die gehen auch wirklich unter 2 Minuten. Wenn man das paar Mal gemacht hat, dann geht das super schnell. Und diese kleinen Köpfe, die gab es ja mal in der Packung mit den großen Köpfen zusammen. Das haben die meisten von euch bestimmt auch zu Hause. Und ich zeige euch das jetzt einmal Schritt für Schritt. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann geht es beim nächsten Mal viel schneller. Und die Köpfe sind dann auch verbraucht. Und die sind auch super zum Verschenken und zum Aufhängen, gehen wirklich super schnell. Und daraus könnt ihr natürlich auch so Lesezeichen machen. Also mit den Herzchen kann man wirklich super viel machen. Und ich liebe diese Farbkombination. Das mache ich mit dieser Einhornwolle und dann gemischt mit der Farbe eurer Wahl. Ich mache das jetzt mit den beiden und dann fangen wir direkt an. Ich häkel jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel. Ihr könnt aber auch eine 2,5 nehmen, das ist egal. Hier habe ich mir jetzt die Einhornwolle und die normale Wolle zusammengetan. Wir legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Dann häkeln wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt machen wir doppelte Stäbchen, das heißt, wir wickeln die Wolle zweimal um die Häkelnadel, gehen hier in die erste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden, holen den Faden durch die mittleren beiden und holen den Faden durch die letzten beiden. Das ist unser doppeltes Stäbchen. Das machen wir jetzt in dieselbe Masche nochmal. Das ist unser zweites doppeltes Stäbchen. Und wir brauchen hier noch ein drittes doppeltes Stäbchen. Und wir machen immer jetzt weiter in dasselbe Loch rein. Jetzt machen wir normale Stäbchen. Das heißt, wir nehmen die Wolle nur einmal auf die Häkelnadel, gehen hier vorne wie gewohnt rein, machen ein Stäbchen, dann machen wir ein zweites Stäbchen, ein drittes Stäbchen, ein viertes Stäbchen. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen und jetzt weitere 4 Stäbchen wieder in dasselbe Loch rein. 2, 3, 4 und jetzt fehlen uns noch 3 doppelte Stäbchen. Alles in dasselbe Loch, in dieselbe Masche rein. Das war das erste doppelte Stäbchen. Jetzt kommt hier noch ein zweites doppeltes Stäbchen. Und zuletzt noch ein drittes. Dann machen wir zum Abschluss hier nochmal 3 Luftmaschen und gehen nochmal in die Mitte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen eine Kettmasche. Somit ist unser Herz auch schon fertig. Jetzt können wir den Faden einmal abschneiden. Wir ziehen es raus, ziehen fest und werden jetzt erstmal die beiden Fäden verknoten. So sieht es jetzt aus. Super schöne Farben, auch mit der Einhornwolle gemischt, finde ich die wirklich super schön. Einzeln gefallen sie mir natürlich auch, aber nicht so gut wie diese zweifarbige Kombination. Und dann werde ich jetzt erstmal diese beiden Fäden gleich lang abschneiden auf eine Vernähnadel. Und hier habe ich dieses kleine Köpfchen. Das kommt hier schon mal drauf. Die Vernähnadel kann dran bleiben, denn wir machen jetzt noch diese Mini-Mütze für den Kopf. Fange hier an mit einem magischen Ring. Dafür lege ich die Wolle auf die 2 Finger zweimal rum.
Gehe hier vorne rein, hol den hinteren Faden raus, hol die Wolle und gehe hier einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring. Ich halte das hier unten fest, gehe hier in den Ring rein und arbeite mit festen Maschen. Und ich mache hier jetzt 7 feste Maschen. 4, 5, 6 und 7. Dann können wir das zuziehen. Gehe hier in die erste Masche noch mal rein. Hol den Faden raus und mache eine Kettmasche. So sieht es aus. Faden abschneiden, einmal rausziehen und verknoten. Ich mache hier 2 Knoten rein. Dann schneide ich die Fäden einmal ab. Nehme hier mein Herzchen und hier könnt ihr selber entscheiden, welche Seite ihr benutzen möchtet. Das ist eigentlich egal. Dann kommt das hier oben drauf. Ich zeige es euch vom Nahen. So sieht es denn aus. Mega süß, finde ich, und wirklich super schnell gemacht. Und hier oben nehme ich die Restfäden, die ich eben abgeschnitten habe, und mache hier jetzt so Knoten, damit das alles schön fest ist. Ich habe auch versucht, natürlich die hier zu verknoten, aber das hat nicht so gut gehalten. Das war nicht genug. Das habe ich dann jetzt zweimal verknotet. Ich schneide das ab. Und der Rest ist natürlich auch euch überlassen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, hier oben Knoten machen. Ihr könnt Perlen aufwickeln oder einfach hier wieder ein Stück Wolle nehmen und hier oben das verknoten. Aktuell finde ich das die schönste Variante bei denen. Und das, was wir verknotet haben, können wir jetzt auch abschneiden. Und dann sind wir auch schon fertig. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Davon könnt ihr wirklich in ganz kurzer Zeit ganz viele machen, auch diese Kleinköpfe dann aufbrauchen. Und markiert mich gerne, wenn ihr es irgendwo postet. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin!